Winken, Stempel im Big Game Lifetime Pass? Essen für die Ewigkeit? Ja, wahrscheinlich ja. Hoffentlich fällt dir nicht auf mich hier. Ach du Scheiße. Retalk steht kurz vorm Aufgeben. Sag ich euch, Retalk gerade. Let's go. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück auf unserem Hauptkanal Big M und einer neuen Folge, einer neuen Challenge. Und das Ganze soll eine Hommage an den internationalen World Pasta Day sein. Am 25.10. ist es wieder soweit, World Pasta Day. Wer mag es nicht? Einer meiner 3 Lieblingsgerichte. Und das Jacob in München hat sich da wohl was Besonderes überlegt. Der nächste Stempel im Big M Lifetime Pass bringt. Und damit würde ich sagen, lasst uns reingehen, schauen, was das Jacob zum World Pasta Day für uns parat hat und uns den nächsten Stempel ergattern. Let's go! Ihr seht, wir sind wieder nicht alleine und immer wenn wir in München zu Besuch sind, haben wir natürlich oftmals unseren lieben Moritz dabei. Bekannt aus dem Haxengrill, Stempel Nummer 21 im Big Game Lifetime Pass, bekannt aus dem St. Ribs. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, herzlich willkommen. Und natürlich aus dem vergangenen Burger & Lobster Video. 7 Mini-Burger, 7 Mini-Lobster-Cocktail. Knappe 6 Kilo. Und tatsächlich aus einer Folge von unserem Zweitkanal, Big M TV, Beat Big M. Lasagne. Ja? Das heißt 4 Challenges, die du bisher verloren hast. So ein Mist. Wie geht's dir damit? Ja, ich bin jetzt nicht der beste Verlierer, aber gegen dich akzeptiere ich's. Ich weiß, dass du, darüber haben wir mal gesprochen, wenigstens verlieren kannst. Bei mir ist genau andersrum. Ich bin derjenige, der, wenn ich Mensch ärger nicht spielen würde, ich immer verliere, sofort das Spielbrett wegschmeißt. Ja, darum habe ich dich ja gewinnen lassen. Deswegen, ja, okay. So ist es, so ist es. Wie sieht's denn heute aus? Was hast du heute parat? Ja, wir sind im Jacob zur internationalen Pasta Day oder zum internationalen Pasta Day am 25. Oktober. Ja. Haben wir uns eine Pasta Challenge für dich überlegt. Es gibt 5 verschiedene Pasta, weil es ist dein 5. Besuch. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen was anderes überlegt. Die Community kann heute mal ein bisschen schätzen, wie viel Gewicht es dann insgesamt wird. Wir machen 2,5 Kilo Pasta im Rohgewicht. Diese wird ja dann noch gekocht. Und dann kommen circa 2,5 Kilo Toppings an Soßen, an Fleisch und was auch immer noch drauf. Das werdet ihr gleich sehen. Und da der Pasta Day ja ursprünglich aus Italien kommt, werden wir eine italienische Flagge aufmalen auf der großen Pfanne, dass wir ein bisschen Heimat Italien in München. Das ist ja geil. Also das mit dem Italien-Style finde ich schon mal cool. Das Einzige, was mich gerade so ein bisschen triggert, ist tatsächlich, dass ich nicht weiß, was am letztendlich rauskommt. Keiner weiß es. Weil Pasta ja wirklich, das ist ja, also ich sag mal, der Vor-, gleichzeitig Nachteil vom Pasta, dass es natürlich dann Wasser zieht, Volumen. Und du willst wirklich 2,5 reine Nudelmasse nehmen. Wir haben und dann frische Pasta, ne? Wir haben hausgemachte Pasta, die ist ja frisch. Ja. Und alleine wenn du die kochst, zieht sie sich ja schon mit Wasser voll. Und bei der Tomatensauce kommt dann noch Tomatensauce drauf, auf die Tomatensauce kommt Burrata drauf. Somit könnte die Community heute mal schätzen, wenn sie diese große Pfanne dann sehen. das heißt, keiner weiß eigentlich letztendlich, also es ist quasi 5, ich sag mal, Kilo Grundnahrungsmittel, aber dann durch das Ganze, was noch zieht und so. Also ich werde es, wenn wir anrichten, alles einmal abwiegen für mich, damit ich es weiß. Und die Community kann mal schätzen. Ich kann mal sagen, wir gehen in die Richtung 5 Kilo, aber ich werde es mal gucken, ob ich es dir dann verrate. Mal gucken, ob du es überhaupt schaffst und dann gucken wir mal, was die Community sagt. Vielleicht schätzen auch heute mal alle nur. Einfach mal alle in den Aber Kommentaren dann wird es eine krasse Challenge, weil wenn man dann nicht weiß, was kommt, also dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich nehme die Challenge gerne an. Bei dir ist ja immer so, ne, bisher warst du nie ein Fan von Zeitlimit und hast nie gemacht. Willst du es beim 5. Mal ändern oder bleibst du dabei? Nein, also ich bleibe 100%ig dabei. Das ist der Grund, warum ich so ein Fan von deinem Kanal bin. Ja. Du genießt das Essen. Wir machen nicht diese amerikanischen Wettessen mit diesen Wettschlingen. Das hat einfach nichts mehr mit Attraktivität und Genuss zu tun. Wir sind ein hochwertiges Restaurant. Wir kochen frisch. Lass dir alle Zeit der Welt. Du sollst das Essen genießen und nicht unter Zeitdruck in dich hineinschlingen. Das feiere ich auf jeden Fall schon mal. Also die Challenge nehme ich euch auf jeden Fall schon mal an. Ich gehe anrichten. Winken, Stempel im Big Game Lifetime Pass? Essen für die Ewigkeit? Ja, wahrscheinlich ja. Wenn schon, muss ich lohnen, Aber Leute. Ne? ich werde heute so viel Parmesan drauf machen, dass er es nicht schafft. Da freue ich mich 5 drauf. verschiedene Pasta. Ich habe auch schon Hunger, darum gehe ich in die Küche zum Mein Magen knurrt auch schon. Dann würde ich sagen, lasst uns losgehen. Ich nehme die Challenge an. Viel Spaß. Let's go, meine Bis Lieben. später. Ciao. Hoffentlich fällt dir nicht auf mich hier. Ach du Scheiße.
Das ist ein Bild für die italienischen Götter. Jedes Gramm zählt. Wir haben den Trüffel vergessen. Man möge den Trüffel reichen. Auf die Trüffelpasta. Eieieiei. Gramm zählt. Du willst es aber heute auch wissen, ne? Du willst es heute auch wissen. Parmesan überall drin. Also das ist, glaube ich, die coolste Pastapfanne, die wir je gemacht haben. Ja. Also Leute, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr könnt es ins Video schreiben. Es sieht einfach nur Soll ich's wahnsinnig aus. dir einmal erklären? Ja. Jedes Gramm zählt. So, Du willst mich heute Jetzt echt haben wir's. triggern, ne? Vor allem bin ich gar nicht so der krasse Parmesan-Fan. das ist mir heute egal. Ja, das glaube ich dir. Nach 4 Niederlagen wäre mir auch langsam alles egal. Also, meine Lieben, es ist angerichtet. Du hast nicht zu viel versprochen. Der internationale Pasta Day wird damit, glaube ich, ausschließlich gefeiert. Was haben wir alles? Wir haben es in der italienischen Farbe angerichtet. Grün, Das ist cool. weiß, rot. Wir haben einmal Spaghetti Pesto mit kleinen Burrata-Kugeln. Dann haben wir unsere Shampoos Scampi Pasta. Heute mit alkoholfreien Shampoos. Was ist das Lachs, oben drauf? Kaviar, Ah, geil. geschmorte Tomaten, Wildfanggarnelen. Dann haben wir unsere Trüffelpasta mit Pecorino und frisch gehobelten Trüffel. Da hast du gerade nicht zu wenig drauf gemacht. Haha. Spaghetti, unsere Art Bolognese. Wir machen es mit Short Rib. Ey, da bin ich echt gespannt. Wir wolfen das Short Rib und die großen schönen Stücke karamellisieren wir und garen 24 Stunden. Somit hast du zweierlei Short Rib drauf als Spaghetti. Und dann haben wir unsere Paccheri all'arrabbiata mit Parmesan-Chips und zweierlei Tomate. Parmesan-Chips habe ich auch noch nie gegessen. Finde ich Parmesan trocknen. Ich muss sagen, also die meisten, jetzt mal abgesehen von Trüffelpasta und der Pesto-Spaghetti, sind die anderen 3 für mich komplett Neuland, ne? Sage ich dir ehrlich. Dann hole ich dir jetzt hier noch einen kleinen Teller, dass du die Scampi-Schalen dann da drauf machen Ja, kannst. das wäre super. Und dann wünsche ich jetzt vor allem mir heute mal viel Glück, dass er es nicht schafft. Bevor wir loslegen, schreibt's mal rein. Was glaubt ihr, wie viel das Ganze ist? Weil das wissen wir heute tatsächlich nicht. Du hast es gewogen noch? Ja, ich habe heimlich gewonnen. Okay, dann weiß es anscheinend doch einer. Ich bin gespannt, ob du es am Ende verrätst. Aber ihr könnt es ja trotzdem mal schreiben, weil, wie gesagt, was ich nur weiß, ist 2,5 Kilo Rohpasta, also ungekocht und 2,5 Kilo Toppings. Aber wenn du sagst, du weißt es, ich bin echt gespannt. Vielleicht hast du wieder mit meiner Glückszahl mit der 7 gespielt. Ich bin gespannt. Mein ey, Bruder ich bin bringt noch einen gespannt. Teller. Das ist der Dankeschön. Teller hier für die Schale. Der passt da hier super drunter. Ja, damit würde ich sagen, mache ich mich ready, wie Viel- immer. Und dann geht's rein in eine legendäre Pasta-Challenge. Lass es dir schmecken. Guten Appetit. Viel Glück wünsche ich dir jetzt nicht. Dankeschön, Ich möchte das auch weiß einmal ich. gewinnen. Das weiß ich, mein Lieber. Das weiß ich. Auf geht's. Let's go. Gehen wir mal zuerst ins Grüne rein. In die Pesto. Ei. So. Oh. Spaghetti ist tatsächlich my favorite. I love it. Zum Glück haben sie die Spaghetti mit Pesto gemacht. Wow. Geil. Dann gehen wir mal in die Scampi-Pasta rein. Mit getrockneten Tomaten erstmal. So. Probieren das mal. Boah. Richtig geiler Scampi-Geschmack. Ich bin sowieso Meeresfrüchte-Fan. Und das ist der Grund, viele Frauen euch fragen mich ja oftmals, was mein Lieblingsgericht, meine Lieblingsspeisen sind. Top 3 Pasta. Neben Fleisch und Sushi, weil man mit Pasta so viel machen kann. Geil. Geil. Bin jetzt mal hier mit dem Fischeiern gespannt, wie das in Kombination schmeckt. Und jetzt hier schön die Scampis. Werde ich meine Hände doch wieder dreckig machen. Ne, seht ihr, hätten wir doch wieder Handschuhe angezogen. Boah. Geil. Das ist meins. Halleluja. Tippitoppel. Trüffelpasta hier vorne. Da hat Moritz ja, seht ihr, wie es dampft? Schaut mal hier. Seht ihr, wie es richtig geil dampft, wenn ich das hochhebe? Zum einen, die Platte wurde, glaube ich, vorgeheizt. Und zum anderen haben wir da Kerzen drunter gelegt. Und das wird wahrscheinlich noch so eine schöne, sag mal, heiße Stelle sein. Rein in die Trüffelpasta. Boah. Scheiße, hat die heftigen Geschmack. Boah, ist die krass. Ist die heftig. Also die Trüffelpasta ist zu krass. Boah, hat die einen krassen Geschmack. Halleluja. Jetzt gehen wir mal in die Spaghettis. Oh, nächsten Spaghettis hier mit diesen Short Ribs rein. Ist ja dann der Bolognese-Style, wenn ich mich nicht irre. Genau, weil die Arrabbiata ist ja da vorne. So sieht's aus. Oh, auch hier, ne? Richtig geil, wie es aussieht. Gehen also mal in die Bolognese mit Short Ribs. Boah. Oh, scheiße, Leute. Ich hab ja noch nie so eine Bolognese gegessen. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Bolognese mit diesen Short Ribs? Das ist ja der Wahnsinn mit diesem Fleisch. Das ist ja der Wahnsinn. Das habe ich ja noch nie gegessen. Das schmeckt wirklich so krass.
Und dann in die letzte Arrabbiata mit so Parmesan-Chips. Ich bin eigentlich kein Parmesan-Fan. Und ich kann euch sagen, ob es mir schmeckt oder nicht, weil, wie gesagt, da bin ich mal ehrlich. Wie Talk, ne? Die Arrabbiata ist für mich wirklich einfach nur in Anführungsstrichen basic. Hat für mich so den wenigsten, ich sag mal, Punch jetzt im Verhältnis zu der Pesto, zur Scampi, Trüffel und natürlich auch zur Bolognese. Die schmeckt gut. Ich glaube, das wäre für alle, die, ich sag mal, wirklich, ich sag mal so auf Basic stehen. Tomate, getrocknete Tomaten dabei. Diesen Parmesan-Chip kenne ich tatsächlich nicht, aber wie gesagt, ist basic-mäßig, hat für mich den nächsten Punch und damit würde ich sagen, haben wir alles probiert und legen so richtig los. Auf geht's in die legendäre XXL Pasta Challenge. Wir schauen, wie weit wir kommen. Also ja, so ungefähr mit dem ganzen Trüffel, dem Shortrib ungefähr 200, 250 Boah, das finde ich geht aber, muss ich sagen. Für so eine Riesenplatte, also muss ich sagen, 200, 250 Euro, Leute, muss ich aber sagen, bin ich... Also ich schätze mal, ich würde jetzt mal grob sagen 250 Euro. Und Mike, das könntest du, wenn die Leute eine kleine Vorspeise essen, 15 Leute. Was ist denn dein Favorit im Moment? Boah, da stellst du mir gerade eine schwierige ne? Ist wirklich schwierig. Also Arrabbiata ist für mich so, würde als letztes kommen, weil sie viel basic ist. Genau. Ne? Ja. Ich glaube, dann kommt Pesto, weil Pesto ist halt irgendwie, das kannst du halt immer essen, Genau, überall ja, so, finde ich genau. ähnlich gleich. Ne? Vor allem mit der Burrata ist zwar, ich sag mal, außergewöhnlicher. Ich glaube, dann würde tatsächlich... Ich tue mich gerade schwer, wo ich die hier einranke, weil ich noch nie so eine Bolognese gegessen habe. Weißt du, was ich meine? Genau. Habe ich noch nie gegessen, habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Ja. Ich glaube, und ich bin ja immer ein Fan davon, Sachen irgendwo als hoch zu ranken, die vorher noch nie oder die da einzigartig sind, wenn sie auch gut schmecken. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, Trüffel auf die 3. Ja. Weil Trüffel mittlerweile auch sehr viele anbieten. Ja. Die hier auf die 3, weil du hier noch den Kaviar und die Scampis mit hast. Auf die 2 und auf 1 tatsächlich die Bolognese. Stark. Also Leute, das ist auf jeden Fall das Ranking. Viel Spaß. Wie er schon sagt, zweite Attacke, 16 Minuten sind vorbei. Kurz in die Küche, es gibt noch Carbonara. Ich habe schon gerade gesagt, ich werde gleich frech und hole mir noch eine Burrata. Noch habe ich schon nicht drauf. 25 Minuten sind wir dabei. Das Coole ist gerade, Moritz hat im Livestream erwähnt, dass für die Leute, die im Livestream gerade dabei sind, derjenige, der das heute richtig errät, als allererstes oder am nächsten dran ist, hier für 4 Personen für 4 Personen Pasta bekommen plus Wein. Einen schönen Abend, finde ich ganz cool. Deswegen immer gerne auch im Livestream dabei sein. Upsi. Was ich vorhin auch immer sage oder ja, ich glaube vorhin auch schon mal gesagt habe, Pasta geht halt immer ganz gut runter. Ne? Auch von dem Volumen her ist natürlich was ganz anderes, wahrscheinlich schon doppelt so viel Volumen drin, als wie jetzt, wenn Steak oder Fleisch ist, weil man dann zum Kauen viel länger braucht, ne? Und dementsprechend natürlich das viel mehr flutscht. Deswegen, ich glaube, wir sollten mal öfter Pasta-Challenge machen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mehr Pasta-Challenge sehen wollt. Ich glaube, da kann man halt richtig wild werden, weil es verschiedene Pasten gibt, beziehungsweise Pasta, ist ja auch egal. Auf jeden Fall könnt ihr gerne mal reinschreiben, weil ja, ich liebe einfach Pasta. Pasta kann man gut schmecken und ihr seht, man kann auch viel in verschiedenen Farben und sowas damit anrichten. Deswegen sage ich ja, World Pasta Day könnte von mir aus jeden Monat sein, vielleicht nicht jede Woche, aber jeden Monat. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir weiter vorankommen, denn ich merke schon so langsam, dass es immer schwieriger wird und anstrengender, vor allem weil es immer mehr stopft. Und es ist, ich würde sagen, noch niemals die Hälfte. Aber wir haben auch noch zum Glück keine Zeit, knapp eine halbe Stunde vorbei. Mal schauen, wie weit wir kommen. Was ist denn da vor? Alles nicht für mich, ne? Ernsthaft? Als ob. Heute wird mit allen Waffen gekämpft. Mein Bruder war ein bisschen traurig, der Tim, dass wir seine Lieblingspasta nicht mit drauf gemacht haben. Das ist die Carbonara. Guanciale, Carbonara Espuma. Schaut so aus. Du musst es natürlich nicht aufessen, aber mein Bruder hat gesagt, du musst natürlich seine Lieblingspasta auch probieren. Da muss dein Bruder ja schon fast eine eigene Challenge mitbringen. Also probieren tue ich. Wir kämpfen mit allen Waffen. Ich merke schon, die kämpfen wirklich mit allen Waffen. Also probieren tue ich sie gerne. Carbonara à la Tim Hake. Lieblingscarbonara von meinem Bruder. Probiere ich mal, Dankeschön. Boah, geil. Boah, sehr, sehr geil. Halleluja. Wie knusprig ist denn bitte der Bacon? Habe ich in der Carbonara noch nie probiert. Beziehungsweise gegessen. Boah, es schmeckt richtig gut. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin froh, dass die hier nicht mit da drauf ist. Denn Halleluja ist die mächtig. Boah, aber die schmeckt geil.
Boah, ist die geil. Also die schmeckt wirklich gut. Mein Sweet Talk, schön salzig. Wirklich sehr salzig. Ich glaube, ich habe mich auch mehr durstig gemacht als viele anderen. Und der Bacon ist unnormal knusprig, ne? Keine Sahne. Wir verrühren das Eigelb mit Pecorino-Käse. Okay. Der Speck ist Guanciale, das ist die Backe vom Schwein. Boah, aber ist richtig kross geworden, ne? Genau, und die wird ganz langsam ausgelassen, die ist hier fertig, dann wird die knusprig. Das Ei wird mit diesem Käse eben verrührt, dann kommt das Fett von dem Guanciale drüber. Du kochst die Pasta, machst es dann in diese Schüssel, wo diese Ei-Käsemischung drin ist. Machst 2 Löffel von der Pasta was da rein und verrührst es dann. Und wir haben gehofft, dass sie ihm so gut schmeckt, dass er den Teller auf ist. Vergisst und es dann nicht mehr schafft. Ich tue den Teller mal nach vorne. Vielleicht will der Bruder sich ja noch auf eine weitere Challenge einlassen. Dann werde ich versuchen, den Teller noch aufzuessen. Oder vielleicht noch eine extra Portion. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir ärgern sie heute. Es kommt noch was drauf. Ich nehme die Challenge hier heute komplett an. Ich nehme sie komplett hops. Rein mit der Carbonara da. Haben wir noch ein bisschen Käse für den Geschmack. Was denn? Als ob nicht schon genug Geschmack hier draus ist. So Leute, Uhr ist mal gerade kurz runtergeflogen, deswegen dachte ich mir mal kurz Update. 44 Minuten sind wir dabei. Stopft natürlich immer mehr. Ich dachte mir, wisst ihr was, wir nehmen sie heute komplett hops, wenn sie uns schon ärgern wollen. Hab mir die Carbonara jetzt hier auch noch drauf geschüttet. Ob wir jetzt mit 20 Personen essen oder 21 Personen, oder keine Ahnung, macht die Kohle auch nicht mehr fett. Ich will es auf jeden Fall schaffen. Denn ich sag mal, es wird zwar mal überschaulicher, aber ich habe es jetzt einfach auch hochgeschoben, ne? Das ist das Ding. Der Burrata ist, die Burrata ist ganz gut zu laufen, wie man sieht, ne? Dadurch, dass es halt auch immer noch schön heiß ist. Eine habe ich noch da. Ich glaube nur noch einen Scampi, einen von den Chips hier, von den Parmesan-Chips und natürlich noch ordentlich was von der Carbonara. Die verschiedenen Geschmäcker machen es mir relativ einfach, wenn man es dann gut kombinieren kann, immer mal wieder ein anderer Geschmack ist. Und natürlich, weil Pasta schon weich ist. Aber 45 Minuten Pasta essen, Halleluja. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber wir schauen mal, dass es noch weitergeht, ne? Sweet Talk, ich stehe kurz vorm Aufgeben. Sag ich euch, Sweet Talk gerade. Ihr merkt gerade echt krass im Magen, ne? Boah, es hat richtig reingescheppert jetzt gerade. Ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, es war die Carbonara. Ich glaube, die Carbonara hat wirklich reingescheppert jetzt. Ich glaube, die kam jetzt so mit einer leichten Verzögerung. Vor allem, wenn man überlegt, ich meine, gut, es ist immer noch ein Riesenberg. Es sind immer noch für 4, 5 Portionen Pasta, ne? Aber im Verhältnis zu der ganzen Platte ist natürlich überschaubar. Aber wenn ich überlege, dass das jetzt noch alles rein soll, also... Oh. Der Vorteil ist, es schmeckt halt immer noch gut. Das ist das Geile. Und die verschiedenen Geschmäcker. Aber stopft gerade krass. Leute, ich glaube, es wird jetzt so ein bisschen wie beim Redo-Burger. Stunde 6 Minuten ist um. Ich muss sagen, ich bin echt die letzten 15, 20 Minuten echt am Kämpfen, weil es mich so auf einmal völlig umgehauen hat. Das ist halt das, was ich gerade auch im Stream und so immer erwähnt habe. Jede Challenge ist neu, jede Challenge ist anders. Und vor allem bei Pasta merkt, am Anfang flutscht es so krass. Und dann scheppert es halt richtig rein, weil es so stopft. Ne? Halleluja. Also scheppert gerade richtig. Ich war echt kurz davor, zwischendurch sogar gerade zu sagen, ich lasse es sogar komplett sein. Aber den Sieg, den lasse ich mir nicht mehr nehmen. Ich finde hier immer mal wieder neue Sachen. Da sehe ich erstmal wieder, wie viel das alles ist. Jetzt habe ich schon wieder einen Scampi gefunden. Ich dachte schon, dann wäre schon längst alle fertig. Nicht, dass gleich noch einer kommt. Oh, eine Burrata ist hier auch noch. Leute, kein Scheiß, das ist so viel. Aber den Sieg lasse ich mir nicht mehr nehmen. Vor allem, weil es so krass mittlerweile schmeckt, weil alles durcheinander jetzt gemischt ist. Oh, Halleluja, Leute. Aber ich bin trotzdem froh, wenn es gleich geschafft ist. Obwohl es immer noch so geil schmeckt. Aber Stunde 7 sind wir dran. Mal schauen, ob es noch geht. Es kann jede Minute jetzt zu Ende sein. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes weiter. Fällt die Gabel schon um vor Schreck. Ich sage, Maschine und... Boah, ich komme noch nicht mehr runter. Dankeschön. Also heute hat er mich komplett hops genommen mit dieser Challenge. Lass dich nicht verunsichern, weiter so. Fokus. Ja, schreibt, ihr habt recht. Einfach noch eine komplette Burrata hier mit dabei. Mal eben so random. Mal eben eine komplette Burrata. Oh, die Bolognese, auch noch schöne Fleischstücke dabei. Ist ja nie nur so, als ob es Nudeln wären. Da sind ja noch die ganzen anderen Sachen mit dabei. Leute. Aber nach der Riesenplatte lassen wir uns das nicht mehr nehmen. Da muss ich mich jetzt echt konzentrieren, glaube ich.
Nicht so label. So Leute, damit haben wir in knapp 1,5 Stunden Halleluja, die größte Pasta-Challenge geschafft, die ich jemals gemacht habe. Scheiße, bin ich fertig. Boah Leute, ich bin so fertig. Ihr glaubt es nicht, ich bin komplett am Ende. Halleluja. Boah, hast mich hops genommen. Warte, ich mach dir Platz. Das Campi auch alle geschafft, oder was? Boah, ich will gar nicht wissen, was ich alles geschafft habe. Soll ich dich dann heute mal ohne Dessert fungieren lassen, oder? Ich brauche auf jeden Fall ein paar Minuten. Hat auch seine 5. Challenge verloren. Das war aber die härteste, die du mir jemals gegeben hast. Boah, ich bin so am Schwitzen. Volle Tube Parmesan, Burrata, Eiweiß stopft auch, weißt du. Carbonara ist nicht mitgewogen, der Pepe hat sie aber gewogen, die kommt extra on top. Wir hatten 6,9 Kilo Pasta mit Toppings plus die Carbonara mit 380 Gramm. Somit sind wir bei 7,5 knapp. 7,2, 7,3 Kilo. Also knappe 7,5 Kilo Pasta jetzt geschafft. Halleluja, boah, das war echt, also das ist auf jeden Fall einer der neuen Rekorde. Man muss halt schon sagen, ne? Also Pesto, da sind Pinienkerne drin, Parmesan, die Burrata obendrauf, Trüffelpasta, Sahnesoße, Champi-Soße, das ist Vollgas-Sahnesoße, Arrabbiata, Parmesan. Oh, scheiße. Soll ich dir im Bett aufstellen? Ich glaube, Leute, ich brauche kurz ein paar Minuten. Vielleicht wird es noch was für ein Dessert. Vielleicht fällt es heute tatsächlich mal aus nach dem Rekord. Die Challenge ist geschafft. Dann gibt es den Eintrag im Big Game Lifetime Pass. Und dann geht es wahrscheinlich auch ein bisschen besser. So gut, ja, ich freue mich hier so drauf, meine Lieben. Auf den Sieg, auf den nächsten Stempel, auf eine wirklich harte Challenge, eine der härtesten, die wir, glaube ich, mitgemacht haben. Aber dafür haben wir uns das Vanille-Spaghetti-Eis wirklich ordentlich verdient. Wow. Oh, Leute, das ist das, was ich meine. Ne? Das muss jetzt einfach sein. Oh, so ein schönes Vanille-Spaghetti-Eis mit schöner Himbeersoße. Ich glaube, es ist tatsächlich kein Erdbeere. Wenn ich nee, es sind diese rosa Schokostücke. Ich wollte schon gerade sagen, ist das keine Erdbeersoße, aber es sind tatsächlich diese rosa Schokostücke, die hier mit oben drauf sind, so richtig schön auf dem Vanilleeis, wenn ihr das sehen könnt. Diesmal wollte ich keinen Schoko haben, man nennt auch variabel bzw. wahlweise Schokostücke beziehungsweise noch, ich sag mal, Haribo mit neben drauf gehen können, aber das Risiko in Anführungsstrichen wollte ich jetzt nicht eingehen, zumal ich das schon mal gegessen habe und es war nicht mein Fall, aber jetzt hier ganz klassisch rot ein bisschen, mit so roten Schokostreuseln, es tut schon gut, sau gut, sau gut. Auch wenn uns der liebe Moritz schon verlassen hat, denn ob man es glaubt oder nicht, aber am Samstag hat tatsächlich die Tante zum Essen gerufen. Und dadurch, dass ich länger gebraucht habe oder wir insgesamt als geplant, ist er tatsächlich schon weg, aber hat den Stempel natürlich da gelassen, denn ansonsten wäre ich bestimmt zur Tante mit hinterher gefahren. Den Spruch habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Schon wieder habe ich verloren, Sebastian gewonnen, I will be back. Moritz Hake. Ach du Scheiße. I will be back mit dem 24. Stempel. Das heißt, wir werden uns wiedersehen mit Moritz. Wir werden uns wiedersehen aus München, weil ich denke, die fünfte Niederlage lässt er auch nicht auf sich sitzen. Aber was ich auf mir sitzen lasse, das ist ein Sieg. Und da sind wir wieder dabei. Es hat sich definitiv gelohnt, das Ganze durchzuziehen. Nicht nur ein geiles Essen genießen zu können, auch wenn es am Ende echt anstrengend war. Aber mit einem geilen Gefühl, jetzt zur zweiten Challenge zu fahren, auch wenn ich noch nicht weiß, wie das auf unserem Zweitkanal werden soll. Aber jetzt erstmal mit einem tollen Dessert, mit einem tollen Abschluss. Ich danke euch allen fürs Zuschauen, für den geilsten Support im Livestream und auch jetzt in den Videos jetzt hier, sei es auf YouTube, TikTok oder Instagram. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier auf diesem Kanal bei Big M. Liebe Grüße aus München mit einem nächsten Stempel vom Jacob zum World Pasta Day. Ciao, ciao.